Herzlich willkommen zu einem unserer Workshops, wo es um Network Marketing geht. Was ist eigentlich Network Marketing? Warum eignet es sich eigentlich so perfekt für Business-Einsteiger, Studenten oder Menschen, die sich nebenberuflich nur etwas dazu verdienen wollen? Und wie unterscheide ich dabei zwischen einem profitablen Netzwerk und einem betrügerischen Schneeballsystem? Bleibt dran, ich erkläre es euch. Bevor ich auf das Pro und Contra dieser absolut guten Vertriebsform eingehe, steht am Anfang die Frage, was sich genau hinter Network Marketing eigentlich verbirgt. Unter Network Marketing, weitere Bezeichnungen dafür sind Multilevel Marketing, sprich MLM, oder Empfehlungs- und Strukturvertrieb. Darunter ist eine Vertriebsform zu verstehen, bei der ein Unternehmen seine Produkte über selbstständige Vertriebspartner und Zwischenhändler an den Endkunden weiterverkauft. Um hier ein paar Beispiele zu nennen: Amway, Herbalife, Vorwerk, Juice Plus und viele mehr. Aber beginnen wir beim Ursprung des Network Marketings. In den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts liegt die Weltwirtschaft in den USA am Boden und man versucht, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, neue Vertriebswege. Man findet sehr rasch dabei heraus, wie sehr Empfehlungen von Bekannten tagtäglich die Kaufentscheidungen der Kunden beeinflussen. Wenn man die Wahl hat, so kauft man in der Regel lieber durch einen Bekannten empfohlenes Produkt als ein gänzlich unbekanntes. Diesen Weg des Vertriebes nahm sich das Multilevel-Marketing dann eben zur Grundlage. Selbstständige Mitarbeiter werden angestellt und mit einem Produkt vertraut gemacht. Die Identifikation der Mitarbeiter für die jeweilige Ware gilt dabei als Grundvoraussetzung, denn sie sollten die Produkte selbst nutzen, sowie gegen Entlohnung die Nutzung weiterempfehlen. In erster Linie sollte diese Empfehlungen immer innerhalb des eigenen Bekanntenkreises oder in Kooperation mit einem Zielgruppenbesitzer stattfinden, da sie hier sehr eindeutig und am wirkungsvollsten sind. Meistens sind dabei die zukünftigen Vertriebspartner erst Kunden und werden dann Vertriebspartner, beziehungsweise müssen selbst das später zu vertreibende Produkt kaufen, um überhaupt mitmachen zu können. Das Vertriebssystem baut sich immer aus einer von oben nach unten verlaufenden Linie auf, nämlich der Downline. Meistens ist es dabei aber so, dass man 3 oder mehr Vertriebspartner anwerben muss und diese wiederum 3 oder mehr, um seine Downline auf eine bestimmte Anzahl von Ebenen zu füllen. Der Vergütungsplan sieht meistens so aus, dass der Werber oder oft auch der Sponsor genannt bei seinem unterstellten Vertriebspartnern prozentual bei deren Umsätzen mitverdienen. Network Marketing wird auch häufig über den Vergleich mit dem Direktvertrieb definiert. Beim Direktvertrieb werden Produkte von einem Hersteller direkt an den Endkunden verkauft, ohne Wiederverkäufer oder Zwischenhändler einzuschalten. Beim Network Marketing hingegen erfolgt der Verkauf ausschließlich über selbstständige Berater. Außerdem werden Network Marketing Vertriebspartner erst bei erfolgreichem Verkauf bezahlt, während Direktvertriebler in jedem Fall einen Lohn erhalten. Erfolgreiches Network Marketing beinhaltet auch erfolgreiches Teamwork. Jeder Vertriebspartner unterstützt seine Struktur oder Downline so gut er kann, denn der Erfolg der anderen im Netzwerk ist auch sein eigener. Meistens werden neue Partner mit Hilfe von Online-Präsentationen und speziellen Schulungen gewonnen oder weitergebildet. Die im Network Marketing vertriebenen Produkte sind meistens aus den Bereichen Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Schmuck, Textilien, Plastikgeschirr, aber auch Staubsauger und so weiter. Kommen wir zu den Vor- und den Nachteilen des Network Marketings. Zuerst ganz eindeutig die Vorteile. Punkt Nummer 1, geringe Investitionen. Beim Network Marketing kann man sein eigenes Geschäft mit minimalem finanziellen Aufwand eröffnen. Je nach Unternehmen und Produkt liegt dieser Aufwand meistens unter 500 €. Diese Kosten machen nur einen Bruchteil der Kosten für ein Geschäft im klassischen Sinne aus. Network Marketing bietet also eine einfache als auch risikoarme Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Punkt Nummer 2, der nebenberufliche Einstieg. Die meisten beginnen mit dieser Tätigkeit nebenberuflich bzw. neben dem Studium. Deswegen ist Network Marketing, wie vorhin schon erwähnt, sehr gut geeignet, um sich ein weiteres Standbein zu schaffen, aber auch für Hausfrauen und vor allem für Studenten, da sich die Zeit für das Network Marketing selbst einteilen lässt. Dritter Punkt, der Bekanntenkreis ist zu involvieren. Von Vorteil ist auch ein großer Bekanntenkreis oder ein gut funktionierendes Netzwerk von Kollegen und Freunden. Dann können Sie Ihre ersten Vertriebspartner aus dem nächsten Umfeld akquirieren oder Sie wenden sich im Vergleich dazu der einfacheren Art des Vertriebes zu, nämlich der Gewinnung von Zielgruppenbesitzern. Viertens, die Verdienstmöglichkeiten. Der enorme Vorteil bei Network Marketing ist,
dass man eigentlich sofort loslegen kann und sich innerhalb kurzer Zeit die ersten Umsätze gut erzielen lassen. Vorausgesetzt, man hat das richtige Produkt und das passende Verkaufsgespräch dazu. Kommen wir aber zu den Nachteilen des Network Marketings. Erstens, auch hier der unterschätzte Zeitfaktor. Wer in einem Network Marketing erfolgreich sein will, der sollte den dafür erforderlichen Zeitaufwand nicht unterschätzen. Und hier liegt auch der Misserfolg vieler Menschen begraben. Denn die meisten MLM-Neueinsteiger denken, wenn sie täglich 1 bis 2 Stunden in ihre Tätigkeit investieren, können sie schon erfolgreich sein. Diese Einstellung geht etwas an der Realität vorbei. Zweitens, die mangelnden Fachkenntnisse. Viele, die ins Network Marketing einsteigen, verfügen nicht über die notwendigen kaufmännischen Kenntnisse oder das Verkaufstalent. Drittens, das schlechte Image von MLM. Auch für den Misserfolg vieler Strukturvertriebe verantwortlich ist das generell schlechte Image vom Network Marketing in der Bevölkerung. Dazu trägt auch die verschwommene und oft nicht näher beschriebene Werbung für solche Tätigkeiten bei. Sprich, geworben wird häufig mit Formulierungen wie selbstständiges Arbeiten von zu Hause aus, hohes Einkommen bei freier Zeiteinteilung und so weiter und so weiter. Gleichzeitig werden aber auch übertriebene und teils unrealistische Gehaltsversprechungen gemacht. Viertens, die Undurchsichtigkeit der Struktur. Selten hat man im Network Marketing als Mitarbeiter Einsicht, auf welcher Ebene der Struktur oder Matrix man sich befindet und wie viele Vertriebspartner in dem Konzept schon vorhanden sind. Und je mehr Mitarbeiter ein Network Marketing hat, desto schwieriger wird die Gewinnung von neuen Partnern, da irgendwann der Markt gesättigt ist. Man kann Network Marketing Konzepte nicht von Anfang an schlecht oder generell schlecht machen. Mit Sicherheit lässt sich damit Geld verdienen, allerdings nur, wenn man weiß, wie man an die Sache herangeht. Wir bei Unocon haben deswegen einen eigenen Workshop dazu definiert, der zum einen auf den einzelnen Verkäufer eingeht und mit ihm im Verkaufsgespräch speziell zu seinem Produkt trainiert und konditioniert wird. Er lernt dabei nicht nur über den Bekannten- und Verwandtenkreis zu verkaufen, sondern sich verstärkt gleich an seinen Zielgruppenbesitzer zu wenden, um den Umsatz und somit seinen eigenen Verdienst zu pushen. Wo liegt aber eigentlich der Unterschied zwischen einem seriösen Network-Marketing und einem illegalen Schneeballsystem? Ganz einfach. Ein seriöses Network-Marketing-Unternehmen hat immer ein physisches Produkt, sprich eines, das sich angreifen lässt. Unseriös hingegen ist, wenn das Network Marketing nur dazu geschaffen wird, um noch mehr Menschen und deren Geld in das System hineinzubringen, wo es kein physisches Produkt dahinter gibt. Es gibt sehr viele dieser Unternehmen, die ihren Firmensitz irgendwo weit weg haben, wo es den potenziellen Kunden schwerfällt, sich per Gesetz gegen das Unternehmen zu wehren. Dieses Network Marketing System versucht dann durch Scheinfirmen, sprich eines hier ansässigen Unternehmens, Marketingveranstaltungen zu organisieren. Ziel dabei ist es, weitere Mitglieder anzuwerben und alles einigermaßen seriös und legal aussehen zu lassen. Mehr Informationen dazu, welche Network-Marketing-Firmen seriös sind oder unseriös, gibt es bei uns hier im Workshop. Wenn du also mehr oder gar alles über den erfolgreichen Vertrieb von Network-Marketing wissen willst, beziehungsweise welches Unternehmen am besten zu dir passt, dann komm zu Unocon. Wir helfen dir nicht nur beim Einstieg in die Branche, sondern auch dabei, vom ersten Tag an erfolgreich zu sein, deine Downline aufzubauen und Geld zu verdienen. Mit dieser, der 10. Folge, bist du nun am Ende deines ersten Levels unserer Themenbeiträge angekommen. Was bedeutet, dass du bereits eine große Menge mehr über erfolgreiches Business weißt als zuvor. Und wir laden dich herzlichst dazu ein, dir auch kostenlos das zweite Level anzusehen. Dieses unterscheidet sich erheblich vom ersten und soll nicht nur den Unterhaltungswert, sondern auch deinen Wissensstand auf ein weiteres, neues Level katapultieren. Und glaube mir, wir nennen dieses Level nicht umsonst die Malle Challenge. Viel Spaß dabei und bis bald in unserem Workshop. Euer Bernhard Reiter.